ist entstanden aus einem Mangel an musikpädagogischen Angeboten. Wir hatten das Gefühl, dass in dem Bereich digitale Musikpädagogik in Wien sehr wenig passiert. Lauter! Die Chancen von dem Konzept sind, glaube ich, sehr klar in dem, dass es einen extrem niederschwelligen Zugang zum Musizieren selbst bringt. Also man kommt bei Kids sehr schnell ins Tun mit den Geräten, die sie selbst in ihrem Alltag ständig kennen und die sie nicht als Musikinstrument wahrnehmen. Und wenn man ihnen das zeigt, wie leicht man es zu einem Musikinstrument machen könnte, öffnet sich plötzlich dieser ganze Bedeutungsraum. Bass wieder dazukommt oder ein Snare wieder dazukommt oder eine Melodiewechselung wieder reinkommt. Darum geht es so ein bisschen bei diesem Remixing sozusagen, diese Momente zu suchen und dann auch zu machen. Das Tolle an den Apps ist, dass sie für Leute, die gar keine musikalische Vorbildung haben, absolut auch noch immer brauchbar sind und sehr schnell zu brauchbaren Ergebnissen führen. Das gilt auch im Selbstversuch als Pädagoge, Pädagogin, sich das einfach mal reinzutrauen und dann kann man auch gemeinsam mit den Kindern Sachen erarbeiten, selbst wenn man nicht die gesamte Musiktheorie im Hintergrund hat. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man sowas wie Songstrukturen mit ihnen durchbesprechen kann, mit einem gewissen Background. Es war am Anfang ziemlich kompliziert, weil wir nicht so wirklich wussten, was wir tun. Aber dann hat man irgendwie das Gefühl bekommen. Es war ziemlich schwierig, den genauen Beat zu finden. Am Anfang hatte ich nicht so viel Interesse für das Thema, aber je mehr halt ich daraus gelernt habe, desto interessanter fand ich das Thema. Das kann man auch als Hobby machen, das ist schon ganz cool. Ja. Man kann es auch leicht zu Hause nachmachen. Also. Ich habe jetzt vielleicht nicht viel dazu gelernt, aber ich glaube, dass die anderen eine bessere Vorstellung haben, wie so ein Prozess verläuft. Also ich würde sagen, das ist eine coole Erfahrung, sowas zu tun. Und es ist viel mehr Arbeit, als man eigentlich denkt, glaube ich, so etwas zu produzieren. Aber ich glaube, es macht auch echt Spaß. Also ich würde sowas urgern machen in meiner Freizeit. Ich auch.